Hallo, welchen Ablauf soll ich üben, ist die Frage, die mir wohl mit Abstand am häufigsten gestellt wird und die ich in diesem Video ausführlich beantworten will. Um dies zu tun, werde ich allerdings ein bisschen weiter ausholen und ein bisschen was von der Lerntheorie und der Methodik erzählen, nach der ich so lerne. Das ist sicherlich für Einsteiger interessant, aber auch für Leute, die schon aktiv Moto Gymkhana betreiben. Viel Spaß dabei! Fangen wir mit der Komfortzone an. Komfortzone hat sicherlich jeder schon mal gehört. Wenn man auf der Landstraße fährt, soll man seine Komfortzone nicht verlassen. Das ist absolut richtig. Im Moto Gymkhana dagegen können wir das Komfortzonenmodell nutzen, um effektiv und zügig zu trainieren. Stellen wir uns vor, hier ist der Rand der Komfortzone. Wir zoomen also rein. Wir haben auf der einen Seite die Dehnungszone, auf der anderen Seite die Komfortzone. Der Rand der Komfortzone ist keine klare Linie, sondern das ist ein fließender Übergang. In diesem Bereich, wenn ich mich in diesem Bereich bewege, also weit außerhalb der Komfortzone, dann entsteht für mich Anspannung, passt nicht hin, oder Stress. Wenn ich mich hier bewege, innerhalb der Komfortzone, entsteht für mich Langeweile. In diesem Bereich aber, da wo die Komfortzone gerade aufhört, bis ein Stückchen rein in die Dehnungszone, also da wo die Komfortzone schon vorbei ist, das ist der Bereich, den nennen wir die Lernzone. Hier entsteht ein Zustand, den nennen wir Flow. Und das ist ein ganz wichtiger Zustand. Flow-Zustand ist immer verbunden mit Freude. Und im Zustand der Freude ist das Gehirn und das ganze Nervensystem darauf programmiert, neue neuronale Verknüpfungen herzustellen. Wir merken uns also, zum Lernen ist es wichtig, die Komfortzone zu verlassen, aber nicht zu weit. Man darf sich nicht überfordern, man darf sich aber auch nicht unterfordern, sondern gerade der Bereich, wo man an den Rand der Komfortzone kommt und vielleicht ein Stückchen drüber, das ist genau die Lernzone, die wir treffen wollen, wenn wir trainieren. Es ist wichtig, sich beim Training auf Fähigkeiten zu fokussieren, darauf zu fokussieren, was will ich lernen. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Fähigkeiten, die man lernen muss fürs Moto Gymkhana fahren. Ich gehe jetzt nur auf die wichtigsten und grundlegendsten Basic-Fähigkeiten ein, aus meiner Sicht. Fangen wir mal an. Das erste ist Schräglage. Schräglage in jedem Tempo, bei jedem Radius. Größere Radien, kleinere Radien, immer versuchen, die maximale Schräglage zu kriegen. Das zweite ist der Full Lock. Das Gefühl, wenn man am Lenkeranschlag ist, sollte entspannt und lässig sein. Das sollte innerhalb der Komfortzone sein. Diese beiden Skills, also Schräglage und Full Lock, wenn man die zusammennimmt, geht es darum, den maximal physikalisch möglichen Bewegungsspielraum des Motorrads nutzen zu können. Als nächste wichtige Schlüsselfähigkeit nehmen wir die Gashand in Verbindung mit den Bremsen. Eine weitere Fähigkeit, die uns sehr weiterhilft, ist die Blickführung und Körperhaltung. Es gibt natürlich noch deutlich mehr. Ich will aber jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. Das ist nicht das Thema des Videos. Thema ist, wenn ihr trainiert, wenn ihr weiterkommen wollt, fokussiert euch immer auf die Fähigkeiten, die es zu lernen gilt. So, welchen Aufbau soll ich üben? Welchen Kurs soll ich trainieren? Ich glaube, die Antwort liegt jetzt auf der Hand. Es hängt davon ab,
was sind eure Fähigkeiten, wo ist eure Komfortzone, wo ist der Rand eurer Komfortzone, weil da wollt ihr üben. Es spielt natürlich eine Rolle, wie viel Platz habt ihr und es hängt davon ab, was wollt ihr überhaupt üben. Im Wesentlichen könnt ihr euch das vorstellen wie ein Baukastensystem. Es gibt gewisse Standardelemente. Wir haben den Slalom, wir haben den Offset-Slalom, wir haben Kreise, wir haben Halbkreise, wir haben Rotations und wir haben U-Turns. U-Turn und Halbkreis ist nicht das gleiche. Mit einem Halbkreis übt ihr Schräglage, bei U-Turns übt ihr Full-Lock oder wenn ihr schon weiter seid, Full-Lock in Schräglage, je nachdem. Das sind im Wesentlichen so die Grundelemente, die 8 kommt noch dazu. Und was ihr machen könnt, je nachdem wie viel Platz ihr habt, baut ihr euch einen Parcours auf aus diesen Elementen, wo ihr Bock drauf habt, was ihr üben wollt und baut es so auf, dass es euch herausfordert, aus der Komfortzone rausbringt, aber nicht überfordert. Ein paar Tipps noch an der Stelle. Ihr braucht Ziele. Ziele sind sehr, sehr wichtig, weil sie Orientierung geben auf dem Lernweg. Ich habe langfristige Ziele. Das ist bei mir, ich möchte gerne Greenback fahren. Das dauert noch eine Weile, aber ich bin auf dem Weg. So, mein langfristiges Ziel. Dann mittelfristige Ziele. Das war bei mir die GP8 unter 30. Das habe ich jetzt erreicht. Muss ich mal gucken, muss ich mir irgendwas Neues ausdenken. Am allerwichtigsten sind allerdings die kurzfristigen Ziele. Denn die kurzfristigen Ziele liegen gerade so ein Stück außerhalb der Komfortzone. So am Rand der Lernzone, sage ich mal. Die sind also relativ bald zu erreichen und das führt dazu, dass man immer wieder Erfolgserlebnisse hat. Und auch das ist für die Gehirnchemie unheimlich wichtig, dass immer wieder Serotonin ausgeschüttet wird, man sich immer wieder ein Erfolgserlebnis holt, das motiviert und es verbessert die Fähigkeiten der Nerven, sich neu zu vernetzen. Das ist ja das, was wir wollen. Weitere Tipps zum Thema Zeit. Wiederholung macht den Meister. Ich weiß, es nervt, aber es ist tatsächlich so. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel an der Schräglage arbeitet, baut euch keinen riesigen Parcours auf, macht den Parcours eher kleiner, sodass ihr während einer Trainingssession möglichst viele Wiederholungen bekommt. Es ist besser, zweimal die Woche eine halbe Stunde zu trainieren, als alle 2 Wochen 4 Stunden zu trainieren. So, jetzt habt ihr alle Infos, die ich zu bieten habe und die ihr braucht, um Moto Gymkhana selbstständig und eigenständig trainieren zu können. Wenn ihr noch weitere Inspirationen braucht, fragt Tante Google, guckt bei mir auf dem Kanal nach, da gibt es in den verschiedenen Playlists überall Beispiele, wie kann man was aufbauen, wie kann man was trainieren. Wie gesagt, das ist mein Weg, mein Zugang, so wie ich lerne. Probiert es aus, geht aber auch eigene Wege, probiert andere Sachen aus, guckt, was gut ist für euch. Vor allen Dingen aber immer die Freude beim Training ist das Allerwichtigste, damit das Gehirn überhaupt willig ist zu trainieren. Also, get your cones on, habt Spaß dabei. Bis dann. Tschüss.